Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, ich habe es ja gestern erwähnt, könnte sein, dass heute ein Video kommt. Es ist soweit, ich habe meine Scheiben bekommen, die ein Kumpel für mich abgeholt hat. Ja, leider ja nicht das bekommen, was ich ursprünglich haben wollte. Das ist die KISS, die es zum Record Store Day gab. Die erste KISS, die es überhaupt zum Record Store Day gab. Und mittlerweile habe ich jetzt heute festgestellt, nachdem ich um 8 mich extra an den PC gesetzt habe, bei iMusic reingegangen bin, die ganze Seite zusammengebrochen war, nichts lief und ich dann irgendwann aufgegeben habe, in einem Shop in Hannover, ich hoffe, der liefert das Ding jetzt auch, sie gefunden habe und da bestellt habe. Bei iMusic bin ich jetzt eben noch mal reingegangen, da hatte ich das tolle Erlebnis, sie war verfügbar. Habe sie in den Warenkorb gepackt, dann steht da, die Platte ist für 25 Minuten reserviert. Dachte ich mir, okay, dann gucken wir noch in Ruhe durch. Habe mir noch die Alice Cooper Picture Disc mit reingepackt, weil ich die optisch sehr geil finde. Und habe dann noch die Machine Head The Burning Red mir in den Warenkorb gepackt, weil ich die wirklich tatsächlich noch nicht auf Vinyl habe. Und dachte mir dann jetzt endlich, gehst zum Warenkorb und als ich abdrücken will, weil da steht ja, ist reserviert für mich, ich bin davon ausgegangen, dass dann auch die Menge geblockt ist die KISS plötzlich ausverkauft. Und sie war echt günstig da, für 25,49 oder so. Ja, und da habe ich in die Röhre geguckt, weil ich wollte eigentlich eine haben zum Auspacken und eine hätte ich mir verschweißt in den Schrank gestellt. Mache ich meistens, wenn die Platten preislich okay sind. Und man konnte bei iMusic nur eine bestellen, die andere hatte ich teurer bei dem anderen Händler bestellt und dann dachte ich mir, okay, dann hast du jetzt zwei, ist ja das, was du haben möchtest. Also ein bisschen, muss ich gestehen, bin ich dieses Jahr genervt vom Record Store Day, weil ich finde dieses Konzept, das ist zwar ganz nice, aber wieder dieses künstliche Verknappen, obwohl ich bei der KISS dachte, die wird locker zu kriegen sein, geht es jetzt schon wieder los, dass die einzigen Menschen, die davon profitieren, unsere lieben eBay-Scalper sind, die eigentlich nur sowas kaufen, um es teuer wieder an andere Menschen zu verkaufen. Und da muss ich leider sagen, Leute, ich verachte euch. Und das ist für mich auch kein Vinylsammler, der irgendwie nur Sachen Leuten wegkauft, um sie selber für sich gewinnbringend an Mann zu bringen. Widerlich und traurig für die Leute, die wirklich diese Platten in ihrer Sammlung haben möchten und nicht einfach nur, um damit das große Geld zu machen. Und ich stelle mir zwei Scheiben einfach in die Sammlung in der Hoffnung, dass diese eine Platte im Wert steigt, um dann irgendwie eine Art Tauschmaterial zu haben, um vielleicht mal was Cooles, was man haben möchte, mit jemandem zu tauschen. So wie jetzt mit der Ace Frehley und der The Elder, wie ich das gemacht habe. Das sind so die Sachen, wofür ich dann eine zweite stehen habe, um einfach seine Sammlung zu vergrößern und nicht um sich dran zu bereichern. Aber ja, da bin ich wahrscheinlich anders als andere Menschen und nicht ganz so skrupellos wie einige. Egal. So, bringt sich nicht, sich aufzuregen. Ich hoffe, ich bekomme die KISS. Ansonsten muss ich irgendwann teuer das Ding mir bei eBay nachkaufen oder einfach ganz drauf verzichten. Ist ja nicht die erste KISS-Platte, auf die ich wegen preislicher Geschichte verzichtet habe, aber es ist halt dieses künstliche Verknappen geht einem irgendwie echt auf den Sack. Ich bin aber froh, dass ich die hier habe, weil das ist Bruce Kulick Transformer und das Ding hier ist echt cool. Wir kriegen ein Obi, da seht ihr Transformer First Time Ever on Vinyl, mit einer neuen Cover-Variante anscheinend. Ich weiß gar nicht, wie das Original aussieht. Ich habe die CD davon nicht. Sieht soweit gut aus. Hier haben wir ein Obi, an der Seite steht dann auch Bruce Kulick Transformer drauf. Und dann bekommen wir hier dieses wirklich gut aussehende Cover. Hinten drauf so eine kleine Zeitkapselgeschichte hier mit Bruce Kulick. Ich meine, wie geil sieht er hier aus. Und die verschiedenen Zeiten von ihm, wie er optisch halt unterwegs war. Das Ganze produziert von Bruce selbst und dann bekommen wir da drin auch noch eine wunderschöne Innenhülle. Das Ding sieht echt gut aus, muss man sagen. Cooles Foto von Bruce und hier haben wir dann noch ein bisschen das Songtitel. Nee, ich glaube, er sagt ein bisschen was über die Songs.
Und dann packen wir das Vinyl mal aus, weil das ist wirklich geil. Muss ich echt sagen. Wir bekommen nämlich ein oranges Vinyl und nicht nur das, wenn wir das Ganze jetzt nämlich drehen, ist es zweifarbig. Ist fast ein bisschen schade, dass bei mir das Orange durchkommt, weil wäre sie wirklich komplett lila gewesen, hätte ich das echt geil gefunden, dass man hier so eine zweifarbige Trennung kriegt. Keine Ahnung, wie das im Presswerk gemacht wird, aber das sieht echt gut aus, muss man wirklich sagen. Nette Scheibe, sehr, sehr cool. Gut, das war jetzt aber nicht alles, was ich vom Record Store Day habe. Ich habe nämlich auch noch eine Veröffentlichung vom Black Friday Record Store Day, die rauskam. Da habe ich schon eine von. Aber es gibt da 4 Varianten und ich habe jetzt 2 weitere. Eine werde ich wohl nie bekommen, weil die jetzt mittlerweile ausverkauft ist. Da habe ich dann zu lang gewartet. Und zwar reden wir hier über die Liquid Vinyl von Eric Carr. Und da besitze ich schon die Pink-Variante, die auf 75 Stück limitiert ist. Das Ding geht mittlerweile in eBay Amerika schon für $300 über den Tisch. Da habe ich echt nicht schlecht gestaunt. Dann gab es ja noch die goldene Liquid Vinyl. Die ist auch auf 75 Stück limitiert. Und dann gibt es die normal limitierten. Ich glaube auf 3000 Stück. Die gibt es halt von der Unfinished Business und von der Rockology, wie auch immer man das nennen möchte, im Orangen-Vinyl. Ich würde sagen, wir starten erstmal mit der Unfinished Business. Die finde ich optisch ansprechender vom Cover. Wir haben halt diese wieder verschließbare Hülle, da ist halt der Hype-Sticker drauf. Und dann haben wir hier das für mich eins der geilsten Cover, weil ich liebe dieses Bild von Eric Carr. Es sieht einfach nur geil aus. Dann auch in dieser Creatures of the Night Farbtönung und Art gibt es ja auch die coole Box mit den Leuchtaugen. Wer die nicht kennt, habe ich ein Video zu gemacht. Guckt da gerne rein. Dann haben wir hier diese glänzende Innenhülle. Unfinished Business. Auch richtig schön. Und dann kommt das echt coole Liquid Vinyl in Blau. Und da habe ich dann jetzt halt Pink, Blau und Orange von den verschiedenen Varianten. Und das sieht wirklich gut aus. Das verläuft hier auch gut, nicht so zäh fließend wie bei der Arch Enemy, die ich habe. Das ist echt ein schönes Liquid Vinyl. Das sieht richtig schick aus. Da kann man nicht meckern. Die jetzt auch in meiner Sammlung. Damit habe ich halt außer der goldenen Liquid Vinyl die ganzen Dinger fast komplett. Die goldene halt, wie gesagt, auf 75 Stück limitiert. Die werde ich wohl auch nicht mehr kriegen. Ich hatte eigentlich gehofft, ich hole sie mir irgendwann bei Backstage Rock Shop oder so hieß der, glaube ich. Da gab es nämlich die pinke und die goldene. Aber die haben halt auch 89 Pfund, Dollar oder irgendwas gekostet. Dann kam noch ganz gut Shipping drauf. Da hat man schon ordentlich Geld, was man da für so eine Liquid Vinyl lässt. Deswegen habe ich mich erstmal nur für eine entschieden. So, gucken wir uns die Orange noch an. Und dann war es das auch so ein bisschen. Wenn die andere KISS kommen sollte, werde ich euch die natürlich auch noch nachreichen. Kann aber noch ein paar Tage dauern. Die Alice Cooper habe ich jetzt halt erstmal nicht bestellt, weil ich die KISS bei iMusic nicht gekriegt habe. Deswegen habe ich es dann erstmal gelassen und dachte mir, komm, spar das Geld. So, da haben wir hier die Rockologie angelehnt an die Soloalben von KISS. Finde ich auch eine coole Sache. Was hier schade ist, wir bekommen hier nicht die Poster mit dazu. Wir bekommen immer so glanzende Innenhüllen und dann haben wir hier das orangefarbene Liquid Vinyl mit der Maske von Eric drauf. Und auch das hier, wir drehen das mal um, verläuft echt ganz cool. Das sieht gut aus. Auch da kann man nicht meckern. Schönes Liquid Vinyl. Verläuft schön langsam. Geiles Teil. Die goldene sieht fast ähnlich aus wie die orange. Ich glaube, da sind irgendwie so ein bisschen Glitzer-Sachen drin oder was. Also, ja, keine Ahnung. Ich hab sie leider nie gesehen. Man sieht es nur so auf Bildern. Sieht auf jeden Fall ganz nett aus. Aber mir reicht die hier wirklich auch vollkommen. Ich hoffe nur, dass die Liquid Vinyl auch alle durchhalten und nicht irgendwann austrocknen oder kaputt gehen oder was auch immer, sich Klebenähte öffnen. Das wäre sehr, sehr ärgerlich. Da hätte ich dann ja echt so ein bisschen Probleme mit, wenn das am Ende kaputt geht. Das aber war mein kleiner Record Store Day Haul, auch wenn nicht alles von diesem Jahr ist, aber jo, ich habe die beiden Liquid Dinger jetzt auch nochmal für 69 € das Stück bekommen. Kein Schnäppchen, aber ich wollte sie die ganze Zeit schon haben
Und billiger bekommt man sie im Netz auch nicht. Da sind sie, glaube ich, auch mit Porto. Das billigste, was ich gefunden habe, war, glaube ich, bei diesem HHV. Bei dem bestelle ich aber nicht. Da hört man nicht gute Sachen, wenn man so die Trustpilot-Sachen und so liest. Deswegen ist das ein Shop, den ich komplett außen vor lasse. Aber trotzdem habe ich sie jetzt. Schöne Sammlungsergänzung. Und damit ist dann auch dieser Haul von gestern komplettiert. Eigentlich wollte ich ja euch alles zeigen, aber da das halt alles irgendwie anders gekommen ist als gedacht, machen wir es halt einfach in 2 Videos. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, einen Kommentar würde mich tierisch freuen. Habt noch einen schönen Restsonntag und mir bleibt nichts anderes zu sagen als Keep on rockin' und ach so, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr beim Record Store Day euch eigentlich geholt habt. Bei KISS kann ich mir bei vielen von euch vorstellen, dass sie die haben, aber was habt ihr euch vielleicht noch außerhalb von KISS und Bruce Kulick geholt? Schreibt es gerne mal in die Kommentare und jetzt bin ich wirklich raus, also nochmal Keep on rockin', tschüss.